Hallo und herzlich willkommen hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video male ich in der Technik von dunkel nach hell. Das heißt, zunächst werden alle dunklen Farbflächen im Bild gemalt und später die hellen Farben darüber lasiert. Diese Arbeitsweise, zunächst mit den dunklen Farben zu beginnen, ist fürs Aquarell recht untypisch. Aber die Bilder haben eine ganz besondere farbintensive Ausdrucksstärke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Bevor es gleich mit dem Malen losgeht, möchte ich alle herzlich einladen zum öffentlichen Livestream am 16. Dezember 2025 hier auf diesem Kanal. Das wird ein Live-Malabend hier auf YouTube, in dem ich ab 19 Uhr mit euch gemeinsam dieses schöne Motiv malen werde. Auch bei diesem Motiv male ich wieder in der Technik von dunkel nach hell, so wie in dem gleich folgenden Video auch. Wenn du also beim Livestream mitmachen möchtest, wäre es nicht schlecht, dir das nun folgende Video erst einmal anzuschauen, um dich mit der Technik ein wenig vertraut zu machen. Der Livestream ist völlig kostenlos, jeder kann mitmachen. Die Skizze, das Referenzfoto und auch die Materialliste für diesen Stream findet ihr auf unserer Steady-Seite. Dieser Post ist öffentlich, das heißt, jeder, auch der nicht angemeldet ist bei Steady, kann sich die Sachen herunterladen. Unter dem Video gibt es den Link zu Steady, deine Unterstützung. Da mal draufklicken und dann findest du den öffentlichen Post. Ich freue mich über jeden, der am 16.12. dabei ist. Das wird bestimmt ein toller Malabend mit vielen gemeinsam malenden Menschen. Jetzt geht's aber zunächst mal los mit unserem heutigen Motiv. Viel Spaß beim Video. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Indisch Gelb von der Firma Schminke, Opal Rose von Winsor Newton, Französisch Ultramarin von Schminke und Cobalt Türkis Light von Winsor Newton. Ich arbeite auf Zellulosepapier, das ist das Papier Le Rouge von Hahnemühle, und ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, einem synthetischen Flachpinsel Größe 10 und einem kleinen synthetischen Rundpinsel in der Größe 6. In dieser Technik ist es ja so, dass ich die Dunkelheiten jetzt zunächst eintragen werde im Bild. Und da arbeite ich mit den 3 Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Bei mir ist es das Indisch Gelb von Schminke, das Opernrosa von Winsor Newton und das Französisch Ultramarin von der Firma Schminke. Ich arbeite in dieser Technik immer mit Tubenfarben. Das würde ich auch unbedingt empfehlen, denn man braucht wirklich viel Pigment für diese Farbaufträge. Und wenn man sich das jetzt aus den Näpfchen herausholt, geht das sicherlich auch, aber es ist sehr mühsam. Die 3 Grundfarben jetzt hier auf meiner Sonderpalette, das ist eine andere Palette, als ich normalerweise benutze. Hier habe ich mehr Platz zum Mischen und so funktioniert es für mich gut. Meine Skizze und auch das Referenzfoto können sich die Unterstützer unseres Kanals wieder auf unserer Steady-Seite herunterladen. Außerdem gibt es heute noch eine kleine Extraübung für alle Unterstützer. In dieser Übung werde ich zeigen, wie man die dunklen Farbaufträge fürs Motiv in verschiedenen Nuancen mischen kann. Gleichzeitig zeige ich in der Übung, wie man die richtige Konsistenz für diesen Farbauftrag erwischt und wie anders die Konsistenz dann sein muss des Farbauftrages für die hellen Farbtöne. Hier habe ich dann noch einen speziellen Tipp für die Pinselarbeit des zweiten Farbauftrags. Alles, was jetzt auf meinem Referenzfoto dunkel zu erkennen ist, werde ich jetzt mit der dunklen Farbmischung aus allen 3 Grundfarben eintragen. Hier zum Beispiel diese Stelle, die ganzen Schattenbereiche, auch die Schatten auf den Früchten und die gesamte Flasche werde ich auch dunkel lasieren. Hier gibt es noch einen kleinen Schatten an der Wand, auch den werde ich jetzt im ersten Schritt eintragen. Die Schattenform hier auf der runden Frucht löse ich jetzt mit etwas Wasser schon ein wenig an.
damit ich hier nachher einen schönen weichen Übergang bekomme. Das muss jetzt nicht so ganz genau geschehen. Die helle Farbe wird ja später über diesen dunklen Farbauftrag drüber lasiert und wird dann diese Kante hier auch noch verwischen. Der Schlagschatten der Frucht kommt jetzt hier direkt dran und kann gerne mit dem Farbauftrag der Frucht selbst verschmelzen. Hier werde ich nachher im zweiten Farbauftrag wieder für Klarheit sorgen, damit man dann sehen kann, wo der Schatten beginnt und wo die Frucht endet. Die gesamte Flasche möchte ich dunkel vorgrundieren, aber es soll jetzt nicht so ein ganz dunkler Farbauftrag werden wie zum Beispiel in diesem Bereich. Und ich nehme auch etwas mehr Gelb in die Mischung mit hinein, denn in der Flasche befindet sich Flüssigkeit und das ist eine dunkle Form im Bild, aber sollte jetzt nicht ganz so bläulich dunkel erscheinen. Hier oben lasse ich auch ein bisschen frei, das mache ich nachher nur mit der Farbe dunkel. Ich schaue halt jetzt auf meinem Referenzfoto, welche Stellen besonders dunkel zu erkennen sind und die trage ich jetzt hier schon ein. Die Dunkelheit der Farbe hier kann ich steuern mit der Konsistenz der jeweiligen Mischung. Wenn ich etwas mehr Wasser mit hineinnehme, dann wird der Farbauftrag ein wenig heller. Ein paar zusätzliche Tipps zum Mischen der richtigen Konsistenz gibt es in der Extraübung für alle Unterstützer dieses Kanals. Den Link zu den verschiedenen Möglichkeiten und Paketen findest du wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Für den zweiten Granatapfel wähle ich jetzt wieder eine etwas bläulichere Untermalung im Schattenbereich. Auch hier löse ich ein bisschen an, um die Rundung schon ein bisschen zu bekommen. Und wieder den Schatten direkt als Form anfügen, die gerne mit dem Objekt verschmelzen kann. Hier habe ich mich für eine kleine Änderung zum Referenzfoto entschieden. Dieser Granatapfel neigt sich ein bisschen mehr dem Untergrund zu und das gibt mir hier die Möglichkeit, eine interessante Leerform zwischen Schatten und Frucht noch zu erhalten. Die dritte Frucht hat einen Schlagschatten von der mittleren hier auf dem runden Körper. Und auch hier den Schatten gleich mit herausziehen aus der Fläche. Ist immer schön, wenn man in diesem Stadium des Bildes nicht erkennen kann, wo der Schatten beginnt und wo die Frucht endet. So ist das Motiv schon ganz gut vorbereitet. Jetzt haben wir noch einen Schatten hier hinten auf der Wand sozusagen. Den trage ich jetzt noch ein und dann muss das Bild einmal komplett durchtrocknen. Dieser Hintergrundschatten wird sich ziemlich stark auflösen, wenn dann später die helle Farbe darüber kommt. Und deswegen setze ich ihn ganz locker jetzt hier rein und verwende ihn oder benutze ihn dafür, die helle Seite der Granatäpfel hier schon deutlich zu machen. Wie ihr ja schon wisst, habe ich seit neuestem einen Online-Shop für meine Aquarelle.
Dort findet ihr viele von mir gemalte Aquarelle in verschiedenen Größen aus den vergangenen Jahren. Und auch dieses im Video gemalte Bild werde ich einstellen. Wenn du dich also für Original-Aquarelle interessierst, schau mal gerne im Shop vorbei. Ich verlinke dir den Shop unter dem Video in der Videobeschreibung. Es geht nun weiter mit dem zweiten Farbauftrag und ich starte jetzt mit den Hauptakteuren in meinem Bild. Ich male die Granatäpfel und auch die grüne Flasche. Für die Granatäpfel mische ich mir jetzt Opernrosa mit Indischgelb und ein bisschen Französisch Ultramarin kommt auch dazu. Dann wird der Farbauftrag etwas aufregender, denn Französisch Ultramarin ist ein granulierendes Pigment und sorgt dann für kleine Strukturen auf der Oberfläche. Die Farbigkeit darf ruhig variieren. Hier kommt jetzt etwas mehr Gelb mit in die Fläche hinein. Und wenn ich mich dem Schattenbereich nähere, wird die Farbpfütze hier etwas dicker und cremiger. Und ich gehe mit locker schraffierenden Bewegungen über die dunkle Farbfläche des Schattens hinweg. Auch in den Schatten gebe ich ein bisschen von der Granatapfelfarbe. Den zweiten Granatapfel vor der grünen Flasche male ich im oberen Bereich etwas gelblicher. Und fahre dann fort mit rötlicheren Mischungen. Und der dritte Granatapfel hier auch wieder mit einer Mischung aus Rot und Gelb, etwas Blau darin und in diesem Fall soll das Rot ein bisschen überwiegen. Nun male ich die grüne Flasche und hierbei kommt jetzt die vierte Farbe ins Spiel. Das ist Cobalt Türkis Light von Winsor Newton. Zusammen mit dem Indischgelb ergibt sich ein wunderbar leuchtender Grünton und mit etwas Ultramarinblau kann ich diesen Grünton ins Flaschengrüne abwandeln. Mir ist jetzt wichtig, das Grün ab und an zu variieren. Ich habe hier zum Beispiel jetzt etwas mehr Gelb mit in der Mischung, damit die Farbfläche spannend und lebendig bleibt.
Bevor ich jetzt den Hintergrund gestalte, muss das Blatt noch einmal trocknen. In unserem Bild fehlt jetzt noch ein schöner Hintergrund und den möchte ich nicht aufs Papier mit dem Pinsel malen, sondern mit der Farbe gießen. Und damit sich die Farbe gleich gut auf dem Blatt verteilt, feuchte ich die gesamte Hintergrundfläche bis zur Tischkante zunächst mit Wasser an. Über den Schatten hinweg, wenn der Schatten sich dabei schon etwas auflöst, ist das willkommen. Um die Früchte und um die Flasche arbeite ich herum. Nun muss ich mich für eine Farbe entscheiden. Ich wähle heute ein relativ unauffälliges, warmes Orange und mische mir dafür Indischgelb und Opernrosa und auch etwas, aber nur wenig Ultramarin kommt mit hinein. Das Papier liegt jetzt flach auf dem Tisch und ich tropfe mit meiner Pinselspitze die Farbe direkt auf die nasse Papierfläche. Die Tropfen können ruhig ein bisschen unterschiedlich in der Farbigkeit sein. Ich mische hier nochmal neu mit etwas mehr Rot, damit die Farbfläche lebendig wird und nicht zu eintönig aussieht. Und jetzt wird das Blatt geschaukelt, damit sich die Farbe schön verteilen kann. Das Bild malt sich jetzt im Grunde genommen selbst und ich helfe nur mit der Pinselspitze vorsichtig an einigen Bereichen etwas nach. Hier über die Flasche sollte natürlich eigentlich keine Farbe laufen. Tupfe ich vorsichtig ab, aber über den Schatten soll es drüber weggehen. Hier, wo der Schatten ist, möchte ich noch intensivere Farbe eintropfen. Und mit der Neigung des Brettes kann ich jetzt die Farbe überreden, in bestimmte Bereiche hineinzufließen. Überschüssiges Wasser wird mit der Pinselspitze am Bildrand abgenommen. Auch für den Vordergrund feuchte ich das Papier jetzt mit Wasser an und gehe hier über die Schatten schon mal drüber. Dann läuft das hier ein bisschen in die nasse Fläche hinein, gibt schon mal eine schöne Grundfärbung. Den Tisch möchte ich als hellste Form erhalten, aber die Bildränder hier können etwas dunkler werden und hier würde ich auf der rechten Seite gar nicht so sehr mich entfernen von der Farbigkeit des Hintergrundes. Da verwende ich jetzt also wieder eine Mischung aus Indischgelb, Opernrosa und ein bisschen Ultramarin. Und auch auf der linken Seite schließe ich nur diesen Bereich am Bildrand etwas. Das Drehen des Brettes ermöglicht jetzt der Farbe wieder in alle Richtungen zu laufen. So sieht es für mich schon ganz gut aus. Ich möchte jetzt noch ein paar Spritzer Cobalt Türkis Light vielleicht hier in diesen Bereich hineinsetzen für eine Prise Aufregung auf dem Tisch und damit der Farbton der Flasche hier unten noch einmal wiederkehren kann. Spritze ich mit dem Kunststoffpinsel ein paar grüne Flecken hier auf die Tischfläche. Hier möchte ich doch noch ein bisschen dunkler haben auf der rechten Seite, damit dieser waagerechte Strich nicht so deutlich durchs Bild durchgeht.
Sprühflasche versuche ich hier einen guten Übergang noch zu erzeugen. Jetzt darf das Blatt einmal durchtrocknen, bevor ich dann mit dem Auswaschpinsel kleine helle Details aus meinem Motiv noch heraushole. Nun arbeite ich mit meinem synthetischen Flachpinsel hellere Stellen aus meinem Motiv wieder heraus. Dabei hilft mir jetzt ein Blick auf mein Referenzfoto, um zu sehen, wo überall hier kleinere, hellere Auswaschungen vorgenommen werden können. Ich beginne oben in der Flasche. Auch in den Granatäpfeln kann ich jetzt hier einige zeichnerische Details hell wieder auswaschen. Hier unten gibt es eine kleine Lichtreflexion. Und hier wieder den richtig starken Lichtreflex auf der glatten Schale des Granatapfels. Hier oben möchte ich die gesamte Frucht etwas heller haben. Auch das kann ich mit einer etwas großflächigeren Auswaschung hier erreichen. Ich muss nur schauen, dass die Verbindung zum Farbauftrag dann hier weich gestaltet wird. Eine kleine Spiegelung von den roten Früchten in der grünen Flasche möchte ich jetzt noch einarbeiten. Dafür mische ich mir noch mal ein Rot-Orange mit Opernrosa und Indischgelb und ein bisschen Blau, damit es nicht zu leuchtend ist. Und gebe an 2 Bereichen ein wenig Farbe auf die grüne Flasche und versuche dann mit klarem Wasser vorsichtig das Ganze noch ein bisschen besser einzubetten. Auf dieser Frucht hier links möchte ich noch ein bisschen mehr Struktur haben und deswegen sprühe ich jetzt hier mit der feinen Sprühflasche und einer Entfernung von ungefähr 20 cm auf die Fläche. Warte einen kleinen Augenblick, ich habe jetzt hier kleine Wassertröpfchen drauf und da, wo ich jetzt die Struktur haben möchte, hier im schattigen Bereich, setze ich mit Druck das Küchentuch auf und bekomme hier so kleine weiße Körnchen auf die Schale. Das hat mir jetzt hier noch gefehlt, die war etwas zu flach im Farbauftrag. Hier habe ich genügend Struktur auf den Früchten selbst, da bin ich ganz zufrieden. Und ich würde sagen, mein heutiges Motiv ist
fertig. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen, probierst es jetzt selbst auch mal aus. Und wenn du möchtest, kannst du diese Technik mit mir gemeinsam in einem Livestream zusammen erleben. Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, male ich auch in dieser Technik ein etwas anderes Motiv, ein weihnachtliches Motiv. Da kannst du gern dabei sein. Es ist ganz kostenlos. Alle sind herzlich eingeladen. Im Chat können die Fragen gestellt werden. Ich freue mich drauf. Vielen Dank heute fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.